erste Frage muss natürlich lauten, wie geht's dir? Gut, noch nicht ganz gut, ehrlich gesagt, aber besser als vor ein paar Monaten noch. Und ich werde jetzt, oder habe jetzt nach dem Spiel gegen Hamburg ein paar Wehwehchen gehabt. Habe ich dann 2 Tage nach dem Spiel noch gespürt. Aber mir geht's gut, ja. Du hast gleich gerade erwähnt, die ersten Minuten nach deiner langen Pause stecken dir in den Beinen. Wie hast du diese Belastung verkraftet? Ja, war schwer, na klar. Nach so langer Zeit, ich glaube, es waren fast 6 Monate, wieder Fußball zu spielen, ist nicht so einfach. Also danach der Körper, der sagt auch, da ist irgendwas komisch, da hast wieder was anderes gemacht. Und das habe ich auch zu spüren bekommen nach dem Spiel. Und ich hatte ein bisschen, ja, wie ich auch eben gesagt habe, ein paar Wehwehchen. Aber heute geht es mir wieder besser. Und ich war einfach wieder froh, auf dem Platz zu sein. Es ging ja für dich direkt in einer englischen Woche los. Jetzt ist Länderspielpause. Hättest du lieber direkt weitergespielt oder kommt die Pause gerade zur rechten Zeit? Ich glaube, sie kommt genau zur rechten Zeit, wenn ich ehrlich bin, weil ich, glaube ich, vielleicht so schnell noch nicht in der Lage bin, jede 3 Tage zu spielen. Da muss ich wieder hinkommen, den Rhythmus muss ich wieder bekommen und ich muss wieder dieses Vertrauen an meinen Körper kriegen und deswegen kommt die Pause ganz genau richtig. Niko Kovac hat es ja immer wieder berichtet, du hast dich Ende der vergangenen Saison immer wieder in den Dienst der Mannschaft gestellt, hast teilweise mit Schmerzen gespielt. Wann hast du gemerkt, jetzt geht es wirklich nicht mehr weiter? Das war nach dem Barcelona-Spiel auswärts. Habe ich Probleme bekommen und dann habe ich eigentlich die ganze Saison dann noch ganze Probleme gehabt. Der Verein wusste es, der Trainer wusste es, ich habe nur noch ganz wenig trainiert. Man muss auch ehrlich sagen, ich habe auch ganz wenig gespielt gehabt. Ich war ja nur noch auf der Bank. Es wäre auch nicht mehr möglich, über 90 Minuten zu spielen. Und dann habe ich immer nur noch Kurzeinsätze gehabt. Der Trainer hat gemeint, kannst du durchbeißen. Und für mich war klar, ich ziehe das durch. Auch vielleicht mit ein bisschen Schmerzen. Und ab dann hat für mich, nach dem letzten Spiel, hat die Reha angefangen. Du bist ja so lange ausgefallen wie, glaube ich, noch nie in deiner aktiven Karriere. Richtig, ne? Ja. Wie blickst du im Nachhinein, wo du jetzt wieder zurück bist, auf diese Zeit? Ja, keine schöne Zeit. Muss ich gar nicht drum rumreden. Vor allem mental musst du extrem stark bleiben. Und es war auch so nicht so eine Sache wie zum Beispiel beim Knie, wo du sagst, okay, du hast jetzt 5 Monate Pause, die ersten 2 Monate machst du das, die nächsten 2 Monate das und dann in einem Monat noch das. Sondern es war sehr, sehr kompliziert. Ich hatte in meiner Reha einige Rückschläge. Ich war schon sehr weit und dann habe ich es wieder gespürt. Dann musste ich wieder bei Null sozusagen anfangen. Dann war ich wieder draußen, habe ich es nochmal gespürt. Und deswegen war es nie so einfach vom Kopf her, weil ich mir dachte, ich bin schon fast so weit und dann wieder einen Rückschlag bekommen. Und war keine einfache Zeit. Trotzdem war ich immer positiv. Wir haben die Jungs hier, Peter, der Physio oder Dennis, Marshall, die Jungs haben mir sehr geholfen. Schlotti, als er in der Reha war, Juju, Dranvi, mit dem ich größtenteils meine Reha absolviert habe. Die Jungs, die waren auch wichtig für mich, weil alleine eine Reha zu machen, ist, glaube ich, nochmal ekelhafter, würde ich sagen. Und mit so Jungs, Mannschaftskollegen, die zu machen, das tut einen schon gut. Klar, es tut dir leid für die, aber dir tut es dann irgendwie schon gut, wenn die auch dabei sind, den einen oder anderen Spaß mal machen, wie Schlotti zum Beispiel. Der redet ja nur 24 Stunden Scheiße und da ist schon mal gut, auf andere Gedanken zu kommen. Und außerhalb des Platzes meine Frau, meine Familie. Ohne die wäre es gar nicht möglich, weil sonst hätte ich einen Breakdown, glaube ich, vom Kopf her, hätte ich einen Ausfall. Und deswegen war ich immer eigentlich positiv und habe es auch versucht, so aussehen zu lassen, aber war keine einfache Zeit, klar. Ihr wart ja, glaube ich, auch zusammen in so einer Art Reha-Urlaub, ne? Wo wart ihr und was hat es dir gebracht? Wir waren auf Ibiza. Wurde ja geschrieben, dass wir auf Mallorca waren, das stimmt nicht. Wir waren auf Ibiza und ich glaube, in der Woche, als wir auf Ibiza waren, das war die härteste Reha-Woche. Also ich bin, kann ich nach 8:30 von zu Hause mal losgegangen und bin gegen 17 Uhr wieder nach Hause gekommen. Ich war einfach nur noch platt, weil wir so viel in der Reha da gemacht hatten und extrem hart trainiert haben mit Sali, Schlotti und Dennis. Ja. Aber wahrscheinlich ein guter Tapetenwechsel, oder? Ja, definitiv. Im Kopf war es überragend. Ne? Klar, haben hart trainiert, aber die Sonne, nochmal klar ein anderes Land, ein bisschen das Meer im Wasser sein, das hat schon sehr gut getan. Das glaube ich dir. Als Kapitän hast du ja auch definitiv eine besondere Rolle innerhalb der Mannschaft. Wie sehr hat es dich geschmerzt, dass du zum Beispiel die Club-WM und den Saisonstart verpasst hast? Ja, sehr. Also Club-WM war mir schnell klar, dass ich den nicht spielen kann, aber dann der nächste Step war eigentlich oder gedacht, dass ich schon zur Vorbereitung wieder zurückkomme. Aber mein Körper hat mir da einen Strich durch die Rechnung gemacht und es hat einfach viel länger gedauert eigentlich, als ich das selber vorgestellt habe. Und
Ja, es war nicht schön, wie ich auch eben gesagt habe. Waren vielleicht die schwierigste Phase meiner Karriere, so weiter. Aber jetzt bin ich wieder zurück und sehe das Positive. Du bist zurück, Schlotti ist zurück. Wie hat es sich angefühlt, wieder mit deinem Team auf dem Platz zu stehen? Schön. Also ich muss sagen, ohne den Fußball fehlt mir was im Leben. Ja, Fußball ist für mich sehr, sehr viel. Es ist sehr wichtig, hat einen sehr, sehr wichtigen Stellenwert in meinem Leben. Deswegen, ja, ich habe schon ein bisschen Sorge, wenn eines Tages der Fußball nicht mehr da sein wird. Die Saison nimmt ja gerade so richtig Fahrt auf. Der Kapitän ist zurück. Welche Ziele setzt du dir und der Mannschaft? Erstmal, dass ich gesund bleibe, mir selber. Und dass wir als Mannschaft erfolgreich werden, dass wir alle gesund bleiben, das ist sehr, sehr wichtig. Und dass wir mal, ich hoffe am Ende so was in der Hand halten. Eine letzte Frage, du hast es ja erwähnt eben, dass man natürlich niemanden so eine Verletzung wünscht, alle Spieler sollen gesund bleiben. Hättest du als jemand, der jetzt eine lange Zeit durchgemacht hat, hättest du noch an Jugendspieler oder an andere Spieler einen Tipp, wie man sich bei der langen Verletzung irgendwie über Wasser hält, wie man da durchkommt? Erstmal hart arbeiten, auch wenn es nicht einfach ist. Ich habe sehr, sehr viele Stunden hier am Gelände verbracht. Ich glaube sogar länger als die Jungs, die hier mal trainiert haben. Aber das habe ich gebraucht, ehrlich gesagt. Und dann auf andere Gedanken kommen, neben dem Platz. Zeit mit Freunden verbringen, Zeit mit Familie verbringen und positiv denken. Das glaube ich sehr, sehr wichtig. Und es ist einfach so, dein Körper braucht dann eine Auszeit. Dafür kannst du nichts am Ende und die Zeit musst du nehmen und positiv denken.